Morgen. Ich habe ein Haus gekauft. Nicht nur irgendein Haus, sondern für mich das schönste Häuschen, das ich hätte finden können, denn es liegt ruhig und idyllisch im Wald. Das hier ist ein Haus, knapp 50 Jahre alt, komplett autark. Ich habe Solarstrom, ich habe Wasser vom Brunnen, ich habe eine eigene Kläranlage auf diesem Grundstück, was mir mein Abwasser auch wieder aufbereitet. Ziemlich fancy. Also solche Details gehe ich vielleicht auch ein andermal drauf ein. Jetzt gerade geht es erstmal um einen groben Überblick, was sich überhaupt hier verbirgt. Komm rein. Hier ist mein Flur und wir gehen direkt weiter hier rüber in mein Badezimmer. Für mich absolut ausreichend. Ich habe hier eine Gasheizung, ich habe ein Fenster. Ich glaube, das Bad wird wahrscheinlich die größte Transformation erleben. Ja, Funktionen werde ich alle so erhalten, aber optisch, ja, ist es jetzt für mich nicht ganz mein Geschmack. Und ich glaube, man kann hier sehr gut mitarbeiten. Freue ich mich schon sehr drauf, diesen Raum hier zu verwandeln. Tada! Also ich muss sagen, ich habe mich sehr in die Wendeltreppe verliebt. Ich fühle mich halt wie eine Prinzessin, wenn ich hier nach oben steige. Habe ich das Gefühl, ich laufe hier in meinen Turm. Für mich ist es ein Mädchentraum, so eine Wendeltreppe auf jeden Fall. Welcome to the kitchen. An sich ist die Küche ganz nett. Ich habe auch hier Warmwasser, das wurde auch vom Bad hier rüber auch reingezogen. Ich finde, es sieht ein bisschen krankenhausmäßig aus durch die weißen Fronten. Ja, und auch sonst. Also es ist okay. Ich werde wahrscheinlich das Grundgerüst der Küche erhalten und einfach mit Holzfronten arbeiten. Dann kann man hier direkt durchgehen und kommt in ja, den Essbereich. Ich finde das total süß. Hier sind überall noch so Kerzen, Kronleuchter aus der Zeit, wo es hier noch gar keinen Strom gab. Finde ich irgendwie mega bewundernswert, dass die Vorbesitzer haben hier das Haus gebaut und wussten zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass sie hier tatsächlich irgendwann mal Strom haben werden. Also sowas wie Solar oder irgendwie, das war beim Zeitpunkt des Baustartes quasi ja noch gar nicht denkbar. Und das finde ich irgendwie so süß, dann noch so kleine Überbleibsel aus dieser Zeit irgendwie hier zu sehen. Und, na gut, ich habe hier halt eine Sitzbank, ganz normal. Ich habe auch einen Kühlschrank und eine Kaffeemaschine, da weiß ich noch nicht so genau, weil der Kühlschrank ist mir zu groß. Kaffeemaschine brauche ich nicht. Gasheizung habe ich hier hinten. Ich habe einen Fernseher. What? Also, ich hatte sehr lange keinen Fernseher mehr. Ich habe jetzt hier teilweise abends Fernseher geguckt. Also, Fernsehen. Irgendwie eine ganz neue Erfahrung für mich hier mit diesem Gerät. Ich habe auch so eine Satellitenschüssel und so. Und ich empfange halt alles, ne? Also ich bin jetzt up to date bei allem. Hier ist das Wohnzimmer mit Sofa. Ich muss sagen, ich habe hier mit diesem Wohn- und Essbereich irgendwie so ein paar Probleme. Weil, also wenn ich hier auf dem Sofa sitze, dann, ja, gucke ich halt nach hier. Aber ich will ja eigentlich die schöne Aussicht irgendwie sehen. Deswegen hänge ich halt die meiste Zeit irgendwie so hier rum, was ja auch nicht Sinn des Sofas ist. Und hier auf dieser Seite haben wir hier zum einen diese, wie ich finde, auch sehr schöne Steinwand. Die Uhr werde ich wahrscheinlich noch abnehmen. Und hier den, ich glaube, das mache ich jetzt gleich. Ich habe das schon 10-mal gesagt. Jetzt ist die Uhr ab. Okay, gut, da habe ich das auch erledigt. Genau, also haben wir hier eine Steinwand und hier das Herzstück. Also passt halt irgendwie so gut zu mir, muss ich wirklich sagen. Meine Eltern haben halt daheim auch einen Kachelofen und für mich ist es halt, Ofen ist für mich halt wirklich so ein Stück zu Hause und deswegen freue ich mich, dass ich hier diesen, ich weiß nicht, ob das schon ein Kachelofen ist, nicht richtig, ne? Aber durch die, ich weiß es nicht. Ah, ist auf jeden Fall sehr schön. Jetzt befinden wir uns im Obergeschoss. Hier geht's raus auf meinen Balkon. Ich habe einen Balkon, ich kann das selber kaum glauben. Ja, hier ist so mein Balkon. Hier kann ich dann so ein bisschen in den Wald reinschauen. Hier habe ich auch irgendeine Sitzgarnitur, die jetzt noch gerade zu ist. Also, oh Gott, ich dachte gerade, da sitzt eine Taube. Aber nein, stimmt ja, das ist hier ja mein Fridolin. Hallo. Hier hinten ist eine Art, ja, Gästebett oder ich weiß auch nicht so genau. Und ein Sessel. Und auf der anderen Seite ist einfach so ein, ja, eine Kommode, wo noch so ein paar Sachen
Und zum Schluss ist hier noch mein Schlafzimmer. Hallo, in meinem Keller. Jetzt habe ich nur gesehen, es ist mega schöner Sonnenuntergang. Wow. Sieht man überhaupt was? Nein, irgendwie nicht. So ein bisschen gelb. Nee, irgendwie auf der Kamera nicht. Schade. Ja gut, wie auch immer. Verrückterweise habe ich einen Keller. Also das ist irgendwie purer Luxus. Also ich komme darauf noch nicht ganz klar. Ich habe hier aktuell, ja, hier ist mein Kühlschrank so ein bisschen einfach. Also ein tiersicherer Schrank, in dem ich mein Vogelfutter aufbewahre und meinen Kühlschrank, also alle Sachen, die gekühlt werden sollen. Ich habe oben den Kühlschrank irgendwie nicht an, weil, keine Ahnung, wäre zu einfach. Hier ist ja das Bewegungsmelder. Also hier ist ja kalt. Ich mag sowas dann immer, wenn man so auf clevere Weise Strom sparen kann, weil Strom ist ja hier begrenzt, ne? Ich habe ja hier autark und Solar und so. Okay, nächste Sache. Tada! Ist mein Wassersystem. Das ist jetzt unpraktisch hier mit der Leuchte. Ich stehe hier die Hälfte des Videos und winke. Ja, hier ist mein Wassersystem. Mein 600 Liter Kanister, in dem ich vom Brunnen hierhin pumpen kann. Und habe hier ein normales Hauswasserwerk und da geht das dann quasi nach oben. Ich habe hier so eine kleine Ecke. Ich habe 2 Batterien, Wechselrichter, Solarinverter, normal, also das ist das, was schon da war. Hier steht außerdem meine EcoFlow. Pieps. Also hier ist mein Sicherungskasten quasi und das geht hier einfach über normale Stecker in den Wechselrichter halt rein. Und das heißt, wenn halt meine Akkus leer sind, ich hatte letztes Mal ein Problem auch mit den Wechselrichtern den ganzen Tag lang, was sehr nervig war. Ich weiß noch nicht, was da das Problem ist. Dann nehme ich hier einfach meinen Stecker und stecke den halt in die EcoFlow und habe halt so einen total einfachen Backup-Akku, der mich nicht im Stich lässt. Die Delta 2 Max hat 2048 Wattstunden und laden kann ich sie mit der Sonne, über Solar oder natürlich auch super schnell über die Steckdose. Da lädt sie von 0 auf 100% in 81 Minuten. Auch im Wohnmobil läuft mein kompletter Strom über eine EcoFlow und ich habe so immer genug Strom dabei. EcoFlow hat nachgebessert und die Delta 2 Max ist im Vergleich zu Vorgängern wirklich extrem leise. Die Delta 2 Max hat ausreichend USB- und USB-C Ausgänge und 4 Steckdosen, 2 Solareingänge und die Möglichkeit, noch 2 weitere Akkus anzuschließen. In Kombination mit dem Powerstream und einem Solarpanel ist die Delta 2 Max auch das perfekte Balkonkraftwerk. Im April gibt es bei EcoFlow wieder das jährliche Mitgliederfestival. Dort hast du die Möglichkeit auf coole Rabatte. Für alle Informationen dazu schau gern in die Infobox, da findest du auch meinen aktuellen 5% Rabattcode auf die Produkte von EcoFlow. Das erstmal als groben Überblick. Jetzt habe ich aber auch vom Garten noch gar nichts gezeigt. Also hier ist wirklich sehr viel Potenzial, um kreativ zu werden. Für mich ist es eine sehr gute Ausgangslage. Also ich habe mir auch Häuser angeschaut, die in ganz anderen Zuständen waren. Von daher ist es hier schon Luxus auf jeden Fall, weil ich halt irgendwie mit den schönen Sachen anfangen kann. So, ich muss hier ja jetzt erstmal keine Löcher stopfen oder irgendwie, es fällt gerade nichts krass auseinander. Gibt keinen krassen Reparaturstau, das ist eigentlich ganz schön. Okay. Oh, okay. Ich habe jetzt eine wirklich furchtbare Aufgabe. Und zwar muss ich jetzt hier endlich mal aussortieren. Ich muss sagen, die Vorbesitzer haben mir das Haus wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand hinterlassen. Sie haben mich aber gefragt, ob es okay ist, wenn sie zwar ihre persönlichen Sachen mitnehmen, aber sonstiges Inventar, was sie nicht mehr brauchen, hier lassen. Und ich habe natürlich gemeint, ja klar, lass hier, kein Problem. Und an sich ist es auch wirklich kein Schrott dabei oder so. Wie gesagt, ich bin super zufrieden mit dem Zustand. Aber ich kann nichts wegschmeißen. Und ich meine, das sind auch Sachen, die muss ich vielleicht nicht mal wegschmeißen, aber allein ausräumen. Ich kann nichts aussortieren. Ich bin ein Sammler. Ich sammle alles. Natürlich habe ich gerne 16 Weißweingläser. Nee, das ist kein Weißwein. 16 Weißbiergläser, heißt das so? Naja, also ich habe ja auf jeden Fall gefühlt 20.000 Biergläser und trinke gar kein Bier. Also sowas kann einfach raus. Und das ist jetzt hier schon sehr lange drin und jeden Tag denke ich mir, ja, man könnte mal so ein paar Sachen auch rausräumen. Ich werde es jetzt tun. Und mir fällt das nicht leicht. Also bei den Biergläsern geht's noch, aber ich glaube, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich die Vorbesitzer jetzt auch ein bisschen kennengelernt habe und ich weiß, wie viel Liebe hier drin steht und drin steckt.
und was für schöne Zeiten die hier haben. Und ich denke mir so, boah, ich kann doch jetzt hier nicht das einfach wegtun. So ein paar Biergläser werde ich auch behalten, wenn ich mal eine Party mache oder keine Ahnung. Den Rest versuche ich zu so Verschenkeorten oder so zu bringen. Selbiges auch mit hier solchen Exemplaren. Ja, vielleicht kann man die ja mal gebrauchen zum Limo trinken. Was ich total liebe, ist sowas. So Flickzeug, so ein kleines Nähset mit Nadeln. Boah, ich werde das so in Ehren halten. Das ist so süß und so toll. Ich habe damit übrigens gestern schon mein Handtuch genäht, da war der Henkel abgerissen. Da habe ich mich schon sehr gefreut, dass ich das habe. Ah, ich kann das alles nicht weggeben. Aber ich brauch's nicht. Oh mein Gott. Das ist total unnötig, aber wahnsinnig süß. So sehr ich mich auch auf den Frühling freue, genieße ich auch so richtig gerade noch mal die kalten Tage und blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Tage, an denen ich morgens nicht mehr den Ofen heizen muss. Ich habe die allerliebsten Mitbewohner. Hier zum Beispiel in meinem Garten. Da wohnt der liebe Maulwurf Petterson. Außerdem habe ich die Vögel mit den liebreizesten Stimmen hier auf meinem Grundstück. Deswegen bekommen die morgens als erstes was zu futtern. Hier auf meiner Terrasse lebt außerdem ein Mäuschen. Und das heißt Leonie und das liebt auch Sonnenblumenkerne. Deswegen bekommt das hier auch immer ein bisschen was hin. Ich sitze hier mehrmals täglich und gucke da raus und denke mir so, hä? Wo bin ich denn richtig abgebogen eigentlich? Dass ich jetzt hier sitze und das mein Haus ist und für mich eine große Ehre, dass die Vorbesitzer mir dieses Haus auch verkauft haben, weil ich weiß, es hätte sicherlich noch genug andere Interessenten gegeben und es ist ein Traumhaus und ja, sie haben es mir verkauft, was für mich eine krasse Ehre ist. Es ist irgendein Dienstagmorgen im Januar und ich fahre zur Schlüsselübergabe von meinem Haus. Hä? Da bin ich. Ja. Sie haben richtig Moment geschrieben. Ja. Abgefahren. Alles meins. Schon unterschrieben? Ja? Ich habe schon Schlüssel. Ja, das ging jetzt ziemlich fix. Es fühlt sich noch ein bisschen an wie eine Ferienwohnung, weil hier noch so viel steht, was nicht von mir ist. Aber es fühlt sich trotzdem so sehr nach mir an. Dieser komplette Ort fühlt sich auf eine skurrile Art und Weise genau nach mir an. Ich hatte mir ja einige Häuser angeschaut. Und ich hatte nie das Gefühl, das ist meins. Und ich wusste nicht so richtig, wie das sich anfühlt, wenn es dann meins ist. Ich hatte das einmal. Einmal hatte ich es, da muss ich mich korrigieren. Das Haus habe ich aber nicht bekommen und ich war sehr traurig darüber. Und jetzt weiß ich halt irgendwie auch so ein bisschen warum, weil es hier dieses sein sollte.
Die ersten Wochen habe ich kaum jemandem von meinem Häuschen erzählt. Zwar ging alles schon irgendwie ziemlich schnell, aber von der ersten Besichtigung bis zur vollendeten Kaufabwicklung waren es dann doch knapp 2 Monate. Und bis das halt nicht komplett durch ist, hatte ich immer noch so ein bisschen Sorge, auch im Hinterkopf, dass irgendwas schief gehen könnte. Aber das ist es nicht und ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Am meisten wird mir dann bewusst, dass das alles Realität ist. Wenn ich Besuch bekomme, dann fühlt sich das alles irgendwie schon sehr echt an. Toll, jetzt passt das Mama nicht mehr hin. Ah. Tada! So, das kommt jetzt hier hin und begrüßt dann hoffentlich die Gäste. Es gibt hier so coole Sachen, auch so eine Tafel. Ich wollte schon immer so eine Tafel haben. Ich habe einfach nicht nur ein Haus gekauft, ich habe noch so viele andere coole Sachen gekauft und dann finde ich sowas und denke mir, krass, ey, ich habe jetzt eine Tafel. Es steht Wasser im Keller. Mama, ich habe einen Rohrbruch. Nee. Doch. Ja, spül mal. Ah ja, okay. Ja, ich sehe, wo es rauskommt. Oh, okay. Aber hier auch? Oh shit. Den ultimativen Realitätscheck gab es dann aber auf jeden Fall, als mich die erste Herausforderung heimgesucht hat. Das verstopfte Abwasserrohr. Ja, zum Glück komme ich auch über die Regenrinne an mein Abwassersystem. Das läuft nämlich zusammen zur Kläranlage. 5 Meter. Okay, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das Problem ließ sich leider nicht so einfach lösen. Es gab mehrere Versuche mit verschiedenen Instrumenten und ohne die Hilfe und das Wissen vom Vorbesitzer wäre ich hier komplett aufgeschmissen gewesen, weil ich das Haus einfach noch zu wenig kenne. Kommt da was an? Nein. Befinden wir uns in der ersten Kammer meiner 3-Kammern-Biokläranlage. Und hier ist ein Rohr, wo eigentlich mein Abwasser ankommen sollte, aber kommt nichts. Schade, ne? Mein Abwasserrohr musste jetzt leider dran glauben. Ich habe mir das so nicht vorgestellt. Also generell die Situation, aber auch so, ich dachte in diesem Video schlendere ich so elfenartig über das Grundstück und zeige mein Domizil und jetzt stehe ich im Keller und es stinkt. Aber gut, das kann man sich mal nicht aussuchen. Ich brauche ein neues Rohr. Endlich wieder Baumarkt. Ich habe es vermisst. In weiser Voraussicht werde ich jetzt hier nicht nur einfach ein Rohr nach oben befestigen, wie es davor war, sondern hier einen Abzweig machen, damit ich im Fall der Fälle diesmal einfacher hier rankomme an das Rohr. Das sieht jetzt so aus, als wäre ich auf der Zielgeraden, aber trotzdem warte ich gerade noch auf die Rohrreinigung, die dann nochmal von der Klärgrube nach oben spülen soll. Also fertig ist es leider noch nicht so ganz. Tada! Ich habe so ein bisschen prokrastiniert die letzten Tage. Irgendwie hat mich das schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass jetzt direkt was kaputt gegangen ist. Ich kenne das halt so nicht vom Tiny House oder vom Wohnmobil, weil da war ja alles irgendwie so selber verlegt mit so laienhaften Werkzeugen, normalen Werkzeugen und man kommt überall ran. Ich wusste überall, wo es hingeht, wo es herkommt und hier habe ich jetzt auf einmal ein Problem mit irgendeinem Rohr, das unterirdisch liegt, wo ich gar nicht so einfach hinkomme, wo ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Ich kenne dieses Haus noch überhaupt nicht so lange. Ich weiß nicht, wie hier überhaupt irgendwas liegt. Ich habe mich aber dazu entschieden, dass es jetzt vorbei ist mit der Griesgrämigkeit, was dieses Rohr angeht. Das wird schon alles wieder. Trotzdem habe ich gemerkt, ich brauche einen Masterplan. Erstens Rohr. Zweitens. Ja, leider taugt mir das Bett, was hier drin ist, nicht so gut. Deswegen ist das nächste, was ich machen möchte, das Bett. Generell kam mir jetzt die Erkenntnis in den letzten Tagen, dass ich meinen Renovierungsplan umstellen muss. Ich dachte nämlich, ich fange unten an, weil unten die meiste Arbeit ist. Ich möchte unten komplett neu verputzen. Mir gefällt dieser Rauputz nicht. Dafür muss alles raus. Dann möchte ich auch gleich die Fenster neu machen. Ich möchte die Küche neu machen. Also
Ich habe da richtig coole Sachen vor. Aber das Problem ist, die Temperatur bindet mir aktuell ein bisschen die Hände, weil ich kann jetzt aktuell nicht anfangen, hier die Fenster auszubauen und zu verputzen. Dann habe ich kein Fenster mehr und es ist kalt und macht keinen Sinn, ne? Muss ja auch alles trocknen. Deswegen fange ich oben an, weil oben einfach am wenigsten zu tun ist. Und dann mache ich erstmal das fertig, weil das kann ich auch jetzt machen. Anschließend wird es endlich dem kompletten Wohnzimmer an den Kragen gehen. Da kommt alles raus. Ich weiß selber noch nicht ganz genau. Ich weiß schon ein paar Sachen, aber ja, es wird richtig schön werden. Und last but not least, beziehungsweise parallel zu dem allen, darf ich nicht vergessen, der Garten. Ich möchte die alten Beete wiederbeleben, neue Hochbeete machen. Ja, dann los geht's, ey.